Beim letzten Mal hatten wir den BFA-Motor ja schon so weit zusammengebaut, dass die Motorhälften zusammen sind und damit der komplette Rumpfmotor steht. Was jetzt noch fehlt, sind alle Teile, die von außen an den Motor gebaut werden. Das heißt, die Kupplung, der Zylinder, Zündung, Schaltraste, Kickstarter und beim BFA-Motor auch sehr speziell die Membran mit dem Ansaugstutzen, und damit wollen wir gleich anfangen. Der BFA-Motor hat eine Besonderheit, nämlich dass die Membran hier direkt in den Zylinder zeigt, also in den Raum zwischen Kolben und Kurbelwelle, also eigentlich eine optimale Position hat, das aber erfordert aber besondere Teile bei Membran und Ansaugstutzen. Das Originalkonzept von BFA, also der originale Ansaugstutzen und die originale Membran, funktionieren auch wirklich sehr gut. Auch die Teile, die verwendet werden als Basis, ist eine Membran aus dem Kartsport, die ist wirklich sehr leistungsfähig und gut. Man kann aber auch andere Membranen adaptieren, zum Beispiel diese Membran von Itakit. Die hat einen Vorteil, sie ist hat ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sie ist qualitativ sehr schön aufgebaut. Der Träger zusammen mit dem Stuffer besteht aus gegossenem Aluminium und die Membran selber besteht aus 8 Klappen aus Carbon. Das muss man nicht verwenden, kann man aber verwenden mit leichten Modifikationen. In meinem Fall hat es einen ganz einfachen Grund, warum ich die verwende. Ich habe schon eine. Und zwar eine, die ich schon mal modifiziert habe. Ihr seht, hier sind schon die Laschen abgeschnitten für die Verschraubung. Und was man noch modifizieren muss, damit diese Membran hier reinpasst, das werde ich euch gleich zeigen. Als nächstes muss man natürlich auch noch eine Verbindung zwischen der Membran und dem Vergaser haben. Und da hat es gleich den zweiten Vorteil, dass wir die Itakit verwenden. Denn wir haben ganz neu reinbekommen diesen Ansaugstutzen von MRP. Der ist CNC gefertigt und passt exakt zur Kontur der Itakit-Membran. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, gibt es für das originale System, gibt es für die Itakit, gibt es für die direkte Montage. Man kann das Ding aber auch umdrehen und mit einem Rüssel verwenden. Dann steht der Vergaser weiter vorne. Ich habe es lieber, wenn der Ansaugweg möglichst kurz ist, deswegen werde ich das in der Richtung verwenden. Und als nächstes fehlt noch zur Vergasermontage ein Gummi. Ich nehme hier einen BFA-Verbindungsgummi, der hat den Vorteil, dass er hier schön auf diese 70 mm Lochabstand passt und dass er extrem kurz ist und auf einem stabilen Trägermaterial aufgebaut ist und das moderne große Vergaser problemlos in das Loch hier passen. Bevor wir beginnen können, die Membran zu verbauen, muss sie aber, wie gesagt, leider ein wenig modifiziert werden, da die Membran ursprünglich nicht für den BFA-Motor gebaut wurde. Aber dieses Membranmodell hat auch den Vorteil, es ist vom gleichen Kart und vom gleichen Motorrad entnommen wie auch die originale BFA-Membran. Das heißt, ich kann es relativ einfach modifizieren. Und zwar sieht man hier sehr gut, dass die Verschraubung vom Originalgehäuse, dass die überstehen, die müssen abgesägt werden und dann als nächstes muss die Verschraubung der Originalverschraubung des BFA-Motor angepasst werden. Dass hier 4 Löcher seitlich sind, die kann man hier auch in dem Ansaugstutzen erkennen und da müssen dann so Halbmonde gefeilt werden in dem Membrankörper, damit ich die Schrauben hier durchschrauben kann. Also geht es als nächstes an die Werkbank und es wird gefeilt. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass hier genügend Dichtfläche stehen bleibt. Das ist ein wenig knapp. Der Membrankasten passt jetzt. Die Aussparungen für die Schrauben sind gemacht. Jetzt kann die Membran eingebaut werden. Und das ja jetzt eine modifizierte Membran ist, die jetzt nicht ursprünglich dafür vorgesehen wurde, ist das jetzt auch nicht so leicht mit einer Dichtung zu machen, aber das macht gar nichts, denn wir haben sehr saubere, sehr gute Dichtflächen überall und wir haben, noch viel wichtiger, Dichtmasse. Ja, schöne Silikondichtmasse und die mache ich dazwischen, weil die eine relativ gute Spaltüberbrückung hat und dann gibt das Ganze auch keine Probleme.
Kommt ein kleines bisschen Schraubensicherung ran. Jetzt muss nur noch das Gummi montiert werden. Da das hier zur Führung des Lüfterkanals ein wenig eng wird, habe ich hier den Gummi ein wenig gekürzt. Oder beziehungsweise hier kann man sehr schön sehen, dass das auf relativ dickem Aluminium aufvulkanisiert ist. Und jetzt kommt das da noch drauf. Also Ansaugstutzen ist drauf, ein paar andere Teile fehlen noch, unter anderem die Kupplung. Und die Kupplung, die BFA mitliefert, ist ja auch etwas, was so in ihrer Funktion einzigartig ist auf dem Markt. Und wir haben darüber auch schon ein Video gedreht, wo ich euch genau vorgestellt habe, welche Teile in der Kupplung enthalten sind und wie sie funktioniert. Und genau diese Kupplung baue ich jetzt auch hier in meinen Motor ein. So, alle Teile rausgeholt. Ich verwende die Version mit 2410, um eine etwas längere Übersetzung zu haben. Das Ding brauche ich nicht. Wie ihr seht, ist die Primärübersetzung schon eingebaut. Und ich fange jetzt an, die Kupplung zusammenzusetzen und dort einzubauen. Wir haben hier das Andrucklager, hier die unterschiedlichen Distanzen. Hier den O-Ring. Kupplungsbeläge immer über Nacht in Öl einlegen oder halt kurz vorher drauf machen. Wie ich das immer mache. Hast du gesehen, die Ölflasche ist kaputt, ist alles so unten rausgekommen. Achso, dann stecken wir uns mal hier lieber rein, dann ist es gleich richtig positioniert später. Die Scheiben gehen manchmal ein wenig schwer in die Kupplung, in den Innenkorb, also die Zwischenscheiben. Das macht aber gar nichts, weil in der Funktion funktioniert das einwandfrei und da gibt es auch kein Hakeln oder sowas. Also allerspätestens nach dem ersten Gas geben, flutschen die Zwischenscheiben einfach in der Kupplung. Zack, so, alle Teile drin. Bronzescheibe, Lager, alles da. Dann wird als erstes diese Distanzscheibe auf die Kurbelwelle gesteckt. Und dann kann man die Kupplung mit der Verzahnung ganz einfach auf die Kurbelwelle stecken. Also. Und jetzt kommt diese Bundmutter und damit ordentlich festziehen. Schraube ansetzen, Mutter ansetzen. Hier kann jetzt das ganz normale Standard-Kupplungs-Einbau-Haltewerkzeug helfen. Ordentlich festziehen. Zum Schluss kommt die Andruckplatte. Unsere gelagerte Andruckplatte wird hier in die Mitte über die Mutter gesteckt und hält auch ganz einfach, dadurch, dass sie mit dem O-Ring eingeklemmt wird. Aber es gibt in jedem Kupplungskit diese beiden Scheiben und die dienen dazu, dass man sie unter die Andruckplatte legen kann und dadurch diese Andruckplatte auf die richtige Distanz zum Pilz im Kupplungsdeckel bringen kann. Aber um das zu machen, brauche ich erstmal unseren Kupplungsdeckel.
Achtet beim Kupplungsdeckel bitte darauf, dass hier die Ausnehmung für die Nebenwelle groß genug ist, dass sie nicht mit der Mutter, die die Nebenwelle hält, kollidiert. Zweitens seht ihr, dass ich hier den Steg ganz zurückgenommen habe für die Ölführung. Der kann, wenn er nicht zurückgenommen wird, in den äußeren Kupplungskorb greifen. Deswegen auf die Stelle bitte achten. Und drittens, ihr seht, ansonsten ist es ein originaler Standardkupplungsdeckel, der ist nicht ausgedreht oder ähnliches. Auch der Arm ist nicht bearbeitet. Und jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert. Also ich stecke jetzt einmal die Andruckplatte ohne irgendwelche Scheiben in die Kupplung. Dann nehme ich den Kupplungsdeckel. So, jetzt teste ich als erstes, ob die Kupplung frei läuft. Ich bewege die Kurbelwelle hoch und runter und merke, es läuft alles frei. Ein Kupplungsdeckel, der nicht ausgedreht ist, das heißt, die Kupplung passt in einen Standard-Kupplungsdeckel. Ach so, genau. Warum ich das ja eigentlich mache ist, ich habe hier jetzt den Kupplungsarm und der Druckpilz sollte an der Druckplatte anliegen, wenn der Kupplungsarm im 90-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung oder zum Motor steht. Und wenn ich den jetzt hier betätige, merke ich, okay, ich habe ein wenig mehr Auslenkung, bis der Kupplungspilz an der Druckplatte ansteht. Das bedeutet, ich nehme jetzt nochmal den Kupplungsdeckel ab und tue erstmal die kleine Ausgleichsscheibe unter die Andruckplatte. Also ich nehme jetzt die Andruckplatte wieder raus, zack, und nehme die dünnere der beiden Ausgleichsscheiben und stecke die zwischen Kupplung und Andruckplatte. Dadurch sitzt die Andruckplatte ein wenig weiter außen und der Arm sollte jetzt hoffentlich im richtigen Winkel stehen. Jetzt ist es optimale Position. Der Hebel berührt genau im richtigen Moment oder der Pilz unter dem Deckel berührt genau im richtigen Moment die Andruckplatte, nämlich wenn der Hebel im 90-Grad-Winkel steht oder minimal sogar davor. Also lässt sich so die Kupplung optimal bedienen. So, jetzt möchte ich den Kickstarter montieren. Und der Kickstarter ist auch etwas besonders beim BFA-Motor. Und zwar sieht man hier, dass relativ wenig Platz ist zwischen dem Lüfterkanal und der Kickstarterwelle. Normalerweise sitzt der Lüfterkanal ein bisschen weiter unten. Hier beim BFA-Motor durch die breite Welle und so weiter sitzt es weiter außen. Das heißt, hier ist wenig Platz. Deswegen bieten wir besonders modifizierte Kickstarter für den BFA-Motor an. Hier ist oben eine Schraube oder eine Mutter ist hier oben mit einer Senkung eingelassen. Und die sitzt dann schön tief und versteckt. Und von unten kann sie dann gegengeschraubt werden. So, wir haben nämlich auch was Neues, nämlich unsere schönen neuen SIP-Kickstarter. Der hier ist, wie man sehen kann, für Rallye in Schwarz. Ich finde, die sind von der Form sehr schön und auch das Schwarz passt gut zu dem, was ich vorhabe. Also habe ich so einen genommen. Leider gibt es den noch nicht modifiziert für BFA, also habe ich das selber gemacht und hier oben ein Helicoil eingesetzt und den montiere ich jetzt. Gummihammer. So, Kickstarter ist montiert. Wie ihr seht, leider etwas unelegant mit meiner Helicoil-Lösung, aber dieser Kickstarter ist in der BFA-Version auch schon unterwegs. Also kann er dann auch so verwendet werden, dass es schön aussieht. Das war's von heute von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bitte hinterlasst uns ein Like. Ciao.